Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein T15G der zweiten Generation. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach bei uns im Shop alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät. Generell würde ich zu dem Gerät noch sagen, dass man an sehr viele Komponenten rankommt, ohne die Unterseite abschrauben zu müssen. Es gibt einmal auf der Rückseite einen Service-Schacht, da kommt man an die SSD und an den RAM, beziehungsweise an den, der hier verbaut ist. Und auch auf der anderen Seite kommt man unter der Tastatur, die man ganz einfach rausnehmen kann, noch an die zusätzliche SSD und den zusätzlichen RAM dran. Das heißt, im Grunde genommen braucht man bei diesem Gerät die Rückseite, die Unterseite nur zu trennen, wenn man an den Akku will oder an die Lüfter. Und ansonsten, ja, Touchpad auch, aber ansonsten kann man hier eigentlich wirklich so gut wie alles machen, ohne das Gerät komplett aufschrauben zu müssen. Dann sei noch erwähnt, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Und bei der Tastatur ist es so, die kann man von oben herausnehmen. Und dafür muss man als allererstes zwei Schrauben auf der Rückseite trennen. Und das zeige ich euch auch gleich. Und zwar ist die eine Schraube hier und die andere Schraube ist unter dieser Abdeckung. Das heißt, die muss man auf jeden Fall erst einmal lösen, die Abdeckung abnehmen. Und wenn man die beiden Schrauben gelöst hat, kann man die Tastatur von oben tauschen. Ich nehme hier für alle Arbeiten ein Werkzeugset, ein Universalwerkzeugset, was super praktisch ist. Da sind nämlich alle Aufsätze und gegebenenfalls auch Schrauben dabei, die man so gebrauchen kann. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier für die ganzen Kreuzschrauben ein PH0. So, ich würde jetzt erstmal zeigen, was man alles tauschen kann, ohne die komplette Unterseite zu lösen. Und da fangen wir jetzt mal auf der Rückseite an und schrauben erstmal hier die Abdeckung lose. Und bei diesem Gerät ist auch eine Besonderheit, dass eigentlich alle Schrauben im Gehäuse bleiben. Die werden nur gelockert und nicht ganz rausgenommen. Und das betrifft tatsächlich auch diese Schraube hier. Und dann sieht man, wie sich das hier schon anfängt so ein bisschen zu lösen. Und dann kann man da mit den Fingern drunter gehen und das nach oben hin abziehen. Die rasten hier drüben ein. Und wie man hier jetzt schon sieht, ist hier unten drunter der RAM und eben auch die zwei SSDs. Und dann gibt es eben noch diese Schraube hier, die man auch nur lockern muss, wenn man an die Tastatur rankommen will. Und das machen wir jetzt mal. Also diese muss gelockert sein, die kommt nicht ganz raus, eben ganz locker. Und die hier drüben muss auch gelockert werden. Gleiches Spiel, die kommt nicht ganz raus, die muss nur gelockert werden. Wenn man das hat, dann kann man auf der anderen Seite die Tastatur jetzt einfach hier unten am Rahmen
so ein bisschen nach oben schieben oder beziehungsweise nach hinten in die Richtung. Und man sieht, die kommt einem da auch eigentlich schon relativ schnell entgegen. Und dann kann man die in die Richtung rausziehen. Da muss man nur aufpassen, hier unten drunter sind noch Kabelverbindungen. Und dann kann man die Tastatur einfach aufklappen. Und dann sieht man hier die beiden Steckverbindungen. Und das sind Kippschalter, also nicht einfach an den Kabeln ziehen. Die muss man quasi erst nach oben klappen. Einmal hier und einmal hier. Und die geben dann die Kabel frei und dann kann man die eben einfach aus dem Stecker rausziehen. Und dann kann man die Tastatur eben einfach aus dem Gerät nehmen, gegebenenfalls tauschen oder eben man kommt auch an die anderen Komponenten hier noch ran. Und die sind jetzt hier unter diesem Blech und das ist auch die einzige Ausnahme von der Regel bei diesem Gerät. Und zwar sind hier 3 Schrauben, mit denen das verschraubt ist und die müssen tatsächlich ausnahmsweise mal komplett raus. Und dann kann man das Blech nach oben schieben. Das ist nämlich hier so ein bisschen eingeschoben. Und dann einfach nach oben hin wegnehmen. Genau so. Und ja, ich merke mir jetzt auch, warum das hier wieder reingehört, dann habe ich es später einfacher. Genau, und dann kann man hier eben noch den zusätzlichen RAM tauschen und auch die zusätzliche SSD. Man sieht hier auch das WLAN-Modul und hier unten drunter noch das LTE-Modul. Zeig dich da. Ich zeige euch jetzt einfach auch gleich mal an dieser Stelle, wie man die SSD und den RAM tauscht. Das ist nämlich identisch, egal ob auf der Vorder- oder Rückseite. Und zwar für die SSD muss man nur die hintere Schraube rausnehmen. Und dann kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln. Die wird wahrscheinlich genau einen kleinen Kühlstreifen hier drunter haben. Und dann kann man die austauschen oder einbauen. Und dann kommt die einfach wieder zurück in den Slot. Wird ein bisschen nach unten gedrückt und kann wieder verschraubt werden. Den RAM zu tauschen ist auch super einfach. Der wird von diesen beiden Klammern an der Seite gehalten. Die muss man also nur so ein bisschen nach außen ziehen. Dann kommt der einem quasi schon entgegen und dann kann man den einfach rausnehmen, austauschen, einbauen und dann eben genau das gleiche Spiel einfach wieder in den Slot schieben bis ganz nach hinten und nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und auch das ist identisch, ob man das jetzt hier macht, hier drüben macht oder eben auch auf der anderen Seite. Der Tastatureinbau, ich zeige euch den jetzt mal exemplarisch, funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Hier muss man nur darauf achten, dass man nicht vergisst, vorher das Blech wieder drauf zu machen. Das wird eben einfach hier eingelegt und nach unten geschoben. Und man sieht das dann auch, wenn die Gewinde hier wieder kongruent drüber liegen. Und dann wird das verschraubt. Und auch hier einfach umgekehrte Reihenfolge. Die beiden Kabel kommen wieder in die Stecker. Da auf jeden Fall schauen, das ist wirklich super wichtig, dass die bis ganz zum Anschlag drin stecken. Man sieht das sehr gut. Wenn der Stecker zu ist, werden die Linien verdeckt. Also da einfach schauen, wirklich bis ganz rein. Und dann kann man die Tastatur von der Seite wieder reinschieben. Und da muss man eigentlich nur noch beachten, dass die ganzen Ausbuchtungen, die hier zu sehen sind, auch wirklich ganz unten sind. Und kann das dann nach unten hin einfach wieder nach unten schieben. Und die zum Beispiel sind jetzt eben nicht ganz drunter, deswegen gehen die auch nicht. Und ja, einfach am Rahmen fassen, nicht an den Tasten selber, sondern am Rahmen das Ganze. Und ja, super einfach also. Sollte man das Gerät jetzt doch mal komplett aufmachen müssen, um an den Akku, den Lüfter oder auch das Touchpad ranzukommen, dann muss man, wie ich das eingangs schon gezeigt habe, auf jeden Fall die Serviceabdeckung abschrauben bzw. abnehmen. Und dann muss man zusätzlich noch diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und wie auch schon erwähnt, die werden nur gelockert und kommen nicht ganz raus.
Und weil unter dieser Serviceabdeckung sind eben auch nochmal die 2 Schrauben und die muss man auf jeden Fall auch vorher lösen. Die sind nämlich auch noch mit dem Gerät verbunden. Und die zweite Sache, die ganz, ganz wichtig ist auch, dass man hier auf jeden Fall, bevor man anfängt, das Gerät zu öffnen, auf jeden Fall auch den SIM-Kartenhalter noch rausnimmt. Ich nehme da einfach eine Büroklammer dazu und dann kann man das hier lockern und den dann rausnehmen. Wie gesagt, ganz wichtig, den macht man nämlich sonst kaputt. Und dann zeige ich euch mal noch, wo die Gehäuseunterseite mit dem Gerät verbunden ist. Und ich hoffe, dass man das hier sieht. Die läuft einmal hier lang und geht dann um das komplette Gerät herum. Auch auf der Rückseite läuft dann da. Und zum Aufmachen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme. Ich glaube, ich fange jetzt an der Vorderseite an. Einfach weil da weniger Anschlüsse und so weiter sind. Ja, und dann versuche ich hier zwischen Gehäuse und Unterseite zu kommen und das so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und wenn das mal, ja, sagen wir mal, knackt und knirscht, dann darf man sich da nicht weiter wundern. Das ist völlig normal. Das ist einfach, wenn die Unterseite gelöst wird, wenn die Einraststellen hier rausspringen. Und so kann man sich dann einmal um das Gerät herumarbeiten. Wenn es an irgendeiner Stelle mal gar nicht geht, dann auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Dann schon schauen, ob man auch wirklich alle Schrauben da gelöst hat oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lockern. Und dann geht das im Normalfall relativ einfach. Man kann auch irgendwann mit den Fingern drunter greifen und das mit der Hand abziehen. Sollte das mal nicht so gut gehen, dann macht man einfach genau mit der gleichen Technik hier weiter. Arbeitet sich da einmal um das Gerät herum. Und wie gesagt, irgendwann hat sich das dann so weit gelockert, dass man das dann einfach mit der Hand und ein bisschen wackeln und wippen einfach abziehen kann. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt in diesem Stadium noch irgendwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall den Akku erstmal vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und wir sehen hier den Akku und da läuft der Stecker zum Mainboard. Ja, und den kann man einfach zur Seite hin rausziehen. Der hat hier auch so eine kleine Schlaufe, an der man ziehen kann. Und super schnell hat man den hier gelöst. Um den Akku jetzt auszubauen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Drüben. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist hier unten noch so ein kleines bisschen eingesteckt. Ja, und kann den dann tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad, beziehungsweise sehen wir hier die Halterung. Und die wird nur von den 4 Schrauben hier gehalten. Die nimmt man einfach raus. Dann löst man das Kabel hier. Auch das ist ein Kippschalter, wie schon eingangs gezeigt. Auch hier muss man den erst nach oben klappen. Kann das Kabel dann rausnehmen. Ist hier noch ein bisschen aufgeklebt, zieht man einfach ab. Dann, wie gesagt, die Schrauben raus. Und dann kann man das Touchpad von der anderen Seite quasi ja dann schon rausnehmen. Das kommt einem da entgegen. Auch hier beim Wiedereinbau schauen, dass das Kabel richtig drin ist, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Stecker zu und schon ist das erledigt. Die beiden Lüfter lassen sich bei dem Gerät nur zusammen mit dem Heatsink tauschen, der hier einmal die CPU und GPU kühlt. Und
Der Lüfter selber ist nicht verschraubt, das heißt, man muss alle Schrauben am Heatsink rausnehmen. Die sind hier auch durchnummeriert mit 1, 2, 3, 4, 5. Und danach kann man die Kabel trennen. Das ist einmal hier drüben und einmal hier. Und die gehen nach oben hin weg. Das heißt, man fasst die am besten seitlich, macht die dann mit ein bisschen Rütteln raus. Genau so. Und dann kann man den Lüfter samt Heatsink einfach nach oben hin rausnehmen und dann austauschen. Da muss man dann gegebenenfalls schauen, ob die Kühlpaste bei dem neuen Lüfter dabei ist, ob man sich da neue holt und braucht. Und der Einbau ist dann genau in der gleichen Art und Weise. Bei den Steckern vom Lüfter ist es so, falls man da mal nicht genau weiß, wie rum der reingehört, man sieht auf einer Seite von dem Stecker, sieht man die Kontakte. Und die Kontakte zeigen in dem Fall, weil der ja von oben reinkommt, nach vorne in die Richtung. Das heißt, so kommt er dann wieder rein. Da auch schauen, dass der bis ganz drin steckt, richtig verbunden ist. So wie hier jetzt. Da kann man das gut sehen. Ja, und dann hat man das auch super einfach. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder ins Gerät. Wie gesagt, der hat hier über die Seite überall so kleine Ausbuchtungen. Da wird der so ein bisschen reingeschoben und dann fällt der dadurch auch schon komplett wieder in seine Position. Da drüben. Und dann kann man den wieder verschrauben. Und ganz, ganz wichtig, am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden, damit das Gerät dann auch wieder arbeitet. Auch hier einfach bis ganz zum Anschlag wieder rein. Ja, dann kann man das eigentlich auch schon wieder alles zumachen. Die Gehäuseunterseite legt man hier am besten von oben, genau von oben am besten drauf, und dann kann man das wieder zudrücken. Man hört sehr gut, wie alle Einraststellen wieder einrasten, auch in der Mitte. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann kann man das Gerät wieder verschrauben. Nicht vergessen, die beiden müssen zuerst festgezogen werden. Und dann kommt die Serviceabdeckung hier wieder drauf. Die rastet überall ein bisschen ein. Und dann kann man die auch wieder verschrauben und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.